ViewSonic, the heart of your system. Wie im letzten Video versprochen, bauen wir meinen neuen PC. Und weil Mary in dem Spülmaschinen-Video so gut ankam, haben wir gedacht, nehmen wir sie heute auch wieder mit dazu. Kann sie auch mal die CPU köpfen. Zu dem ganzen Thema kommen wir später schon nochmal, weil das hat auch noch ein bisschen so einen anderen Hintergrund. Ja, mein PC, das ist immer eine große Frage. Ich bekomme von euch ganz oft die Frage, Roman, kannst du nicht einfach mal deinen PC vorstellen? Es gibt ja diesen Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und ich würde mal sagen, das trifft in dem Fall auch zu. Ich muss mich schon ein bisschen schämen für meinen PC manchmal. Deswegen habe ich den auch nie gezeigt, weil es mir einfach egal war. Ja, hat einfach immer funktioniert. Ich meine, ich mache mit dem nichts. Ich zocke schon seit Monaten eigentlich nichts mehr, weil ich auch keine Zeit mehr dazu habe. Dann rendere ich eigentlich nur damit, also meine Videos, die ich halt schneide. Was jetzt aber auch der Grund ist, warum ich jetzt endlich mal was Neues brauche, weil ich mache ja die 4K-Videos mittlerweile mit der GH5, es funktioniert sehr, sehr gut. 4K-Videos mit einem 3770K schneiden, das ist auch die CPU, die da drin ist. Funktioniert eben nicht so gut. Aber jetzt reden wir gar nicht so weit drum rum. Holen wir mal meinen alten PC, schauen uns den mal kurz an. Gut, dass du ihn noch verschoben hast. Nein, der PC war immer gut sauber, das kann gar nicht sein. Okay, du darfst. Hä, ich bin da gar nicht. Okay, könnten Sie das bitte unterlassen? Vielen Dank. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Ja, also Du warst eh gerade das hinter. Warum ist es denn das so weit vorne? Oh Mann, du kannst doch eigentlich mal erklären, was hast du denn alles jetzt in deinem alten PC noch drin? Also wie ihr seht, das ist ein absolutes Prachtstück, ja, aber ein treuer Begleiter hat mich fast nie im Stich gelassen und ja, es ist halt ein funktionales Teil. Ja, ich war auch immer zu faul, da viel zu machen. Ich habe immer wieder mehr Festplatten, Speicherplatz gebraucht, dann habe ich halt eine neue Platte reingesteckt, habe die alle einfach rausgezogen. Ich habe auch irgendwann mal das Seitenteil verloren. Frag mich nicht, wie man das Seitenteil verliert. Die Rückseite übrigens auch, also ist auch offen, aber ist ja gute Belüftung. Also Basis von dem PC, weil er schon ein bisschen älter ist Z77 Plattform, also Sockel 1155 müsste das noch sein. Ist eine Ivy Bridge CPU, 3770K, Engineering Sample. Das ist eine CPU, die kein Hyperthreading hat, weil es ein Engineering Sample war, also eine ganz frühe CPU, deswegen ist sie auch mal da drin gelandet. Das heißt, die hat nur 4 Kerne, kein HT, ist dementsprechend eigentlich eher ein 3570K, gab es damals. Dann ein Asus Board, irgendwas, Z77, Micro ATX, ich kann mich nicht mehr noch erinnern, das ist schon zu lange her. Ja, ich habe tatsächlich ein Be Quiet Netzteil damals verbaut, ein neuen kommt ein Seasonic Netzteil. Das Einzige, was mir wirklich wichtig war, ist die 1080 Ti, die hier drin ist. Die habe ich damals auch in einem Video mal verwendet gehabt. Die habe ich eingebaut, weil wenn man über Adobe rendert, dann rendert man hauptsächlich eben mit der Grafikkarte und es ist dann wirklich wichtig. Also ich hatte vorher eine GTX 87 drin irgendwann mal, dann glaube ich eine 89 Ti, dann eine 1080 Ti. Also da habe ich schon immer wieder geupgradet. Die GPU war mir schon irgendwo wichtig, aber der Rest ja, hat einfach funktioniert. Ist dein Lüfter hier eigentlich einfach nur lose raufgelegt? Achso, ja. Ja, das ist auch so ein, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ihr werdet wahrscheinlich auch den Kopf schütteln, aber ja, das ist ein, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Kamikaze-Lüfter, wie hieß der Kühler? Ninja oder sowas hieß er, glaube ich mal. Ich wollte das damals semi-passiv oder passiv betreiben, das System. Dann einfach nur über den Gehäuselüfter, wenn es zu warm wird, die Luft nach draußen. Damals habe ich noch nichts gerendert, sondern nur ein bisschen gezockt, da ging das. Dann habe ich angefangen zu rendern, da ist die CPU ein bisschen zu warm geworden, dann wollte ich eigentlich den Lüfter wieder hinmachen von dem Kühler. Und ja, den habe ich dann nicht mehr gefunden. Dann habe ich irgendwo den Lüfter gesehen, der lag irgendwo bei mir rum. Da habe ich mir gedacht, ach, Leg's einfach rauf. lege ich einfach Wird rauf. schon passen. Wird schon passen, hat gepasst. Ja, es hat wirklich 4 oder 5 Jahre funktioniert, aber jetzt ist es echt Zeit, mich davon zu verabschieden, weil das kann ich einfach, ja, da verliere ich ja meinen Ruf, wenn ich sowas bei mir stehen habe. Deswegen bauen wir jetzt endlich meinen neuen PC und dann holen wir jetzt auch erstmal Gehäuse, die ganzen Komponenten und zeigen euch mal kurz, was wir einbauen. Ist ja schön, dass du wenigstens dein eigenes Gehäuse dir ausgesucht hast. Ja, musste auf jeden Fall sein. Also das Lian Li O11 Dynamic.
das Gehäuse, was ich mit Lian Li damals entworfen habe. Ich wollte schon lange das Gehäuse selbst für mich mal verwenden. Dann hatte ich zwischendurch die Idee, das O11R zu nehmen. Und dann wurde mir aber abgeraten, das O11R zu nehmen, weil ja Glas besser aussieht. Und dann sind wir auch auf die Idee gekommen, wir bauen einen Ausgleichsbehälter rein, einen selbstgebauten. Den zeigen wir euch auch gleich, den müssen wir sowieso zusammen erstmal befüllen. Wir müssen schauen, ob der dicht ist, weil das ist ein verklebter Ausgleichsbehälter, der ist lasergeschnitten. Und ja, das machen wir jetzt so mit als erstes erstmal. Also vom Grundgedanken her ist es so, dass jetzt erstmal nur die CPU und das Mainboard wassergekühlt wird. Was für Komponenten das genau sind, das schauen wir uns auch gleich an. Und die Grafikkarte bleibt erstmal luftgekühlt, weil das wird eine RTX 2080 Ti Strix. Und für die gibt es aktuell einfach noch keinen Wasserkühler. Und bei mir ist es auch so, dass ich die Grafikkarte häufiger mal ein- und ausbaue für irgendwelche Tests, für irgendwelche Benchmarks. Und da ist es ein bisschen angenehmer, das nicht mit Hardtubes zu machen, sondern einfach luftgekühlt zu lassen. Das reicht für mich. Mir war es einfach nur wichtig, dass CPU, Spannungswandler kalt bleiben. Deswegen, ja, Mainboard wassergekühlt, der Rest nicht. So, schauen wir uns jetzt erstmal den Ausgleichsbehälter an. So, das ist der besagte Ausgleichsbehälter, beziehungsweise das ist der erste Prototyp davon. Die Idee war, den Ausgleichsbehälter hier rechts ins Gehäuse zu packen, dass der Ausgleichsbehälter gleichzeitig, also neben der Funktion eines Ausgleichsbehälters, auch die Hardtubes schön verteilt im System. Deswegen sind hier auch so viele Löcher drin und nicht nur irgendwie Einlass und Auslass. Und die Besonderheit daran ist, also wenn man es von hinten anschaut, dann ist es relativ hässlich. Die Besonderheit daran ist, verglichen mit den normalen Ausgleichsbehältern, die man in der Form kennt, dass es eben lasergeschnitten ist und mit dem Laser geht eben nur 2D-Bearbeitung. Das heißt, wir können halt einfach nur Ausschnitte machen, aber wir können jetzt keine Nut reinfräsen zum Beispiel, was nötig wäre, um so Ohrringe als Dichtungen zu platzieren, was bei solchen Ausgleichsbehältern normalerweise gemacht wird zum Abdichten, können wir eben im Laser nicht machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, die Sachen zu verkleben. Und wenn man das verklebt, verkleben ist eigentlich kein Problem, ist auch echt gut dicht, wenn man dieses Acrifix Acrylklebezeugs verwendet. Das Problem bei dem war allerdings, dass ja, ich habe zu viel Kleber verwendet und dann ist der Kleber hier innen reingelaufen. Und kurz mal so zu dem Ausgleichsbehälter an sich, also die Funktion oder die Idee war, die Pumpe steht hier vorne, pumpt das Wasser hier rein, geht hier raus Richtung Mainboard, kommt zurück, fließt hier hoch, geht zum Radiator, der oben im Gehäuse sitzen wird, kommt wieder nach unten und fließt hier runter quasi in den Ausgleichsbehälterteil. Ich hatte das am Anfang ein bisschen anders, ja, da war das nicht ganz so schön. Das heißt, ich habe ihr den ersten Entwurf geschickt und habe gesagt, hier schau mal drüber. Also im ersten Entwurf war es halt so, dass halt hier es am Loch nicht so schön ausgeschnitten war, sondern so schräg runter ging. Ja, sah halt nicht so schön aus. Ja, dieses Loch wird halt einfach als Einfüllstutzen benutzt, dass halt später der Ausgleichsbehälter befüllt wird. Und ja, dann halt noch, dass es halt hier so schön mit den Streifen aussieht. Muss ja auch was fürs Auge sein. Ja, im ursprünglichen Entwurf, also ich hatte das nicht so geplant, da ein Muster drüber zu machen. Ich hatte einfach nur den Acrylbehälter und dann eben die schwarze Abdeckplatte drüber. Und dann habe ich ihr das geschickt. Sie meinte, ey, mach mal irgendein Muster drüber. Dann war der erste Entwurf, ich glaube, es war so ein Wabenmuster. Es war mir dann ein bisschen zu viel oder nicht so passend. Und dann haben wir gesagt, okay, mach mal lieber so ein Platinendesign. Also es ist angelehnt an so Leiterplatten mit den Leiterbahnen und den einzelnen Durchführungen. Deswegen haben wir das dann so komplett über den Ausgleichsbehälter drüber gezogen. Also die Oberseite, dieses schwarze satinierte Acryl dann graviert und dann eben, dementsprechend passend dazu auch das Transparente. Und jetzt, bevor wir jetzt erstmal anfangen, müssen wir jetzt erstmal testen, ob der überhaupt dicht ist, weil das muss jetzt erstmal so 1-2 Tage wirklich aushärten. Der Acrifix-Kleber braucht eigentlich 24 Stunden nur, geht relativ schnell. Aber wenn natürlich das innen drin nicht wirklich belüftet ist, was hier der Fall ist bei diesen Kanälen, dann dauert es ein bisschen länger, bis der Kleber aushärtet. Deswegen wollte ich das jetzt erstmal nicht vorher befüllen, habe gedacht, wir warten jetzt einfach. Das war ja auch die erste Version. Übrigens, also die ich auch wieder ein bisschen verkackt habe. Das heißt, als ich den verklebt habe, habe ich auf der Rückseite zu viel Kleber verwendet, als ich das dann wieder zusammengepackt habe. Das heißt, die Rückseite ist 3 mm Acryl. Insgesamt sind das 4 Platten. Also wir haben 3 mm Acryl als Rückseite, 10 mm Acryl als Platte, wo die ganzen Kanäle drin verlaufen. Dann oben eine 5 mm Platte nochmal als Abdeckung. Und auf der 5 mm Platte ist nochmal eine 3 mm Platte, damit es nicht so scheiße aussieht. Ja, weil man eben sonst von vorne auch die gleichen Klebeverbindungen sehen würde, wie man es hier auf der Rückseite sieht, und das ist eben nicht schön. Und als wir die Rückseite verklebt haben, war es eben so, ich habe gesagt, okay, lass mich lieber mehr Kleber draufhauen und
dann ist es zu, weil wenn es zu ist, wir kriegen es dann nicht mehr auf, wenn es verklebt ist. Und wenn dann irgendeine Stelle nicht dicht ist, dann war es das. Und deswegen habe ich gedacht, okay, bisschen mehr Kleber, zusammengedrückt, war zu viel Kleber. Ist reingelaufen, durfte man auch mal machen. Oh nein. Einmal Tausch. Ja. Das ist jetzt der schöne, fertige. Das ist ein bisschen besser geworden, also ich bin jetzt auch wirklich happy damit. Wir müssen jetzt mal schauen, wie der befüllt aussieht. Die Flüssigkeit wird übrigens gelb. Also ich bin irgendwie schon ein Schwarz-Gelb-Fan. Ist irgendwie selten bei PCs, aber mir gefällt's. Und die Anschlüsse sind XS-PC für 14 mm Hardtubes. Die sind auch schwarz-matt, also passend zum Rest vom Ausgleichsbehälter. Wir haben übrigens auch noch andere Komponenten mit diesem Muster dann graviert. Das zeigen wir euch aber gleich noch. Aber jetzt fangen wir erstmal an und befüllen erstmal kurz den Ausgleichsbehälter und schauen, wie das aussieht. Schauen, ob der dicht ist. So, wir machen jetzt hier solche kleinen Hardtubes, weil wir wollen jetzt erstmal den Ausgleichsbehälter befüllen und testen. Schönes Geräusch, schönes Geräusch. Genau, die Hardtubes kommen rein, dann können wir es befüllen. Und dann haben wir hier noch solche Abdeckteile, die wir später vielleicht an die Seiten noch drauf machen, weil hier ist es ja aktuell noch frei. Und das haben wir auch für oben, also ringsrum haben wir solche Blenden, die wir vielleicht noch an den Ausgleichsbehälter hinmachen. Und dann habe ich auch noch so eine Platte hier. Das ist einfach nur so ein bisschen diffuses Acryl. Das machen wir vielleicht später auf die Rückseite. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier diese Diffusorplatte, die wir später gegebenenfalls auf die Rückseite kleben oder auch nicht kleben, einfach nur befestigen, kann auch sein, im Gehäuse. Und dann haben wir hier eben RGB-Streifen, beziehungsweise ich glaube, das sind eigentlich nur weiße LEDs, weil von hinten dachte ich mir, das sieht vielleicht ganz cool aus. Beziehungsweise eigentlich dachtest du dir das? Mhm. Ja, hast gesagt, sollte man vielleicht mal probieren. Das heißt, das mal probieren. Jetzt befüllen wir aber erstmal den Ausgleichsbehälter. Das heißt, wir machen mal kurz die ganzen Tubes rein. Die Tubes vorher noch entgraten. Ja. Ich warte kurz, bis du fertig bist. Danke. Ich habe verschiedene Flüssigkeiten mir mal ausgesucht. Also hier, das ist ganz normal, das ganz neue EK Cryo Fuel Solid Laguna Yellow Premix. Also vorgemixt von EK, gelb. Das gleiche nochmal als Konzentrat, falls mir das nicht gelb genug ist. Das werden wir gleich mal hier reinkippen und uns das mal anschauen. Dann habe ich noch von XS-PC gelbes Konzentrat, falls es mir immer noch nicht gelb genug ist. Das ist auch eine ganz neue Flüssigkeit. Also ich habe die selber noch nie live im Einsatz gesehen. Ich glaube, die gibt es auch erst seit 2 Wochen oder sowas. Eigentlich schon ganz schön, das Gelb. Gelb genug. Gelb genug? Mhm. Okay, ich werde jetzt mal Einen kleinen Versuch starten. einen kleinen Versuch starten. Jetzt werden wir mal ein bisschen von dem XS-PC-Zeug reinballern. Es sollte gelb sein, wobei das... Der orange aus. Ich meine, das hat ein krasses Konzentrat. Das ist halt ein bisschen mehr rotstichig, finde ich jetzt so im Vergleich. Aber viel Unterschied ist es nicht. Nee, viel ist es nicht. Ich würde sagen, wir kippen jetzt einfach mal das rein. Und später können wir immer noch Konzentrat in den Kreislauf packen, wenn es fertig ist. Mit den Röhren ist es ein bisschen einfacher. Da können wir jetzt die Flüssigkeit gleich reinkippen. Und dann schauen wir so, ob das alles ein bisschen dicht ist. Wobei mir da gerade natürlich auch einfällt, normalerweise hätte da noch so ein Dichtungsgummi dazwischen müssen. Die muss ich mal noch suchen. Aber das müsste jetzt eigentlich erstmal für den Test egal sein, dicht genug sein. Wenn nicht, dann haben wir eben die Sauerei auf dem Tisch. Aber ist ja nur ein neuer Tisch, da kann man das machen. Wir werden es sehen. Ja, dann füll mal oben in die Ecke. Dann schauen wir mal, ob das dicht ist. Ich behalte das Ganze mal ein bisschen im Blick. Das Gelbe sieht jetzt schon wirklich sehr, 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 sehr geil aus. Du sagst wie viel? Einfach so viel, bis es in den Tubes ein bisschen drin steht. Nächste. Das ist echt schön. Ja, Sieht geil aus, ja. Füll du mal weiter. Richtig gut aus. Du kannst uns auch in den unteren Teil einfüllen, also da, wo die Pumpe letztendlich dann mal landet, unterhalb der 8. Was mir da gerade übrigens auch auffällt, ihr seht jetzt gerade diese schöne 8, die da ist. Das ist übrigens mein neues Logo.
Das habt ihr so noch nicht gesehen. Also ihr werdet das bei diesem PC-Projekt jetzt in vielen Details dann letztendlich nochmal sehen können. Aber ich habe es auf jeden Fall auch beim Ausgleichsbehälter platziert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Genau, packt mal rein, wie euch das Logo gefällt, wie euch der Ausgleichsbehälter gefällt. Ui, Was denn? ich dachte gerade, das läuft da hinten wieder raus. Das ist richtig gut. Hier geht's raus zur Pumpe und der untere Teil hier ist ja als Ausgleichsbehälter gedacht. Das heißt, hoffentlich, wenn es so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, landet die Luft hier oben in dieser kleinen Kerbe hier und dann kann man hier oben so lange befüllen, bis die Luft vollständig aus dem Ausgleichsbehälter raus ist. Scheint soweit auf jeden Fall erstmal dicht zu sein. Zumindest der Tisch ist trocken. Der Tisch ist trocken. Ich sehe auch. Die Seiten sind auch trocken. Ja. Also wenn ich auch unten drunter schaue, ich würde es jetzt gerne zu euch kippen, ja, aber dann wird es ein bisschen blöd, glaube ich. Dann ist der Tisch nicht mehr trocken. Ich habe es kurz überlegt und dachte mir, Moment, lassen wir das Ganze lieber. Ja, aber das sieht auch scheiße aus. Wenn das jetzt nicht so genauso groß ist wie die Seite, dann sieht es halt auch kacke aus. Verstehst du? Mhm. Also soll man es weglassen? Ja. Gut, machen wir keine Blenden hin. War nur ein Versuch, den wir machen können. Dieses Teil, also die Diffusorplatte für die Beleuchtung, die machen wir erst hin, wenn das Ganze im System ist, weil wenn ich jetzt hinstelle, ja, dann habe ich die ganze Sauerei auf dem Tisch. Ich würde sagen, damit sind wir für dieses Video auch schon erstmal durch. Im nächsten Video folgt dann die komplette Hardware-Vorstellung. Da geht es dann erstmal darum, was für CPU, Mainboard, Grafikkarte und so weiter verbaut wird. Jetzt haben wir erstmal soweit die Wasserkühlung oder die wichtigsten Teile der Wasserkühlung vorgetestet, weil ohne diesen Ausgleichsbehälter hätte es nicht funktioniert, weil der Sinn davon ist, dass hier unten die Pumpe sitzt, das hier zum Mainboard geht und das so sehr, sehr clean wird. Soweit zu diesem Video und wir sehen uns bald wieder.